Hallo liebe Zwillinge, wir schauen in euer großes Blatt für den neuen Monat für das Kollektiv der Zwillinge. Und ich bin gespannt, welche Themen sich energetisch für euer Sternzeichen zeigen und welche Sachen ich hier weitergeben darf. Ja, hier geht es viel um emotionale Sachen, die bei euch in Bewegung kommen, um Dinge, die euch nachts nicht schlafen lassen, wo ihr dran rumgrübelt. Es kann etwas damit zu tun haben, wie euch die Umgebung wahrnimmt und wie ihr die Umgebung wahrnimmt und wo eben Dinge von außen kommen, die in euch irgendetwas auslösen, ne? Wir haben eine schnelle Aufklärung auf diesen Bereichen, bei denen man nicht den richtigen Durchblick hat oder wo man noch im Nebel steht, wo es etwas zu klären gibt, das wiederum mit dem ganzen Leben zu tun hat. Und ihr könnt hier gut auf einen schönen Weg gucken, wie ihr im kleineren Bereich mit den Dingen, mit dem Wachstum in eurem Leben umgeht. Hier sind auch so ein bisschen Selbstwertthematiken. Wie ihr jetzt seht, dreht ihr dem allem den Rücken zu. Das heißt, ihr guckt hier auf den Klee drauf, auf die Klärung, auf ein bisschen Glück auch. Es geht hier um Verstrickungen im Leben, um das Gefühl, dass man an etwas schon lange rummacht und nicht über diesen Schatten drüber kommt oder über dieses Thema. Die berufliche Situation ist dabei. Man sieht die Berufskarte im Haus der Konflikte drin, aber auch irgendwie so dieses Vitalitätsthema mit dabei, das Wachstum, die persönliche Sicherheit. Hier sieht man zwar ein stabiles Thema am Beruf dran. Es kann ja aber auch sein, dass es euch auf den Weg ruft, hier im beruflichen Bereich irgendwas umzugestalten, neu zu gestalten. Ich habe hier einen schicksalshaften Neubeginn für euch. Das kann hier in Verbindung sein mit Schnitten, die ihr im Umfeld macht, wo ihr euch selbst so gut zuarbeitet, dass ihr besser dasteht, dass ihr euch vitaler fühlt. Das kann auch sein, dass ihr hier so mal durchfährt und aufräumt. Und es können auch so Schnellschüsse sein, dass man sagt, so hier habe ich genug, hier mache ich mal einen Break oder so, ne? Es ist ein Schattenthema, ne? Wenn einem das zu viel wird, kann man da schon mal auch sagen, boah, ich mache jetzt schnell die Türe zu und gut ist, ne? Mit dabei sind alle Themen, die mit dem Thema Beziehung zu tun haben, Finanzen, Stabilisieren von Finanzen, finanzielle Entscheidungen zu treffen, die klug sind, Wege zu finden, die einem im Alltag auch das Glück ein bisschen näher bringen, die Seele erhellen, anstatt sie zu bedrücken. Man könnte sagen, du erarbeitest hier einen Weg zu dir, für dich. Ich habe ein bisschen das Thema dabei des Durchsetzens, ja. Es geht hier darum, deine eigene Größe zu leben, deinen Selbstwert zu definieren, dich durchzusetzen für dich, ja. Da sind sehr viele Aufgaben mit dabei, wo du lernst, auch dir selber treu zu bleiben und dieses Gefühl nicht zu haben, dass du unter dem Wert machst oder dass du dir von allen Seiten irgendwas aufdrücken lässt. Ich habe hier, das betrifft jetzt vielleicht nicht alle, aber für die, die berufliche Themen haben, etwas Wichtiges. Hier liegt sozusagen eine Umstrukturierung, die hat unter anderem mit einer vorgesetzten Person zu tun. Da geht es auch um das Thema Geld und vertragliche Änderungen. Und hier wird etwas neu auf den Weg gebracht und gibt dir hier einen guten Ausgangspunkt auch finanzieller Art, ne?
Du merkst bei dir, dass du Dinge, bei denen du nicht mehr in Liebe bist, dass du hier ständig wieder an den Stachel drankommst der Verstrickung oder der Hindernisse, oder du denkst, hier fehlt mir noch irgendein Wissen, das ich brauche, um meine Dinge zu machen, aber das Wissen kommt hier zu dir. Deine Seele weiß es eh schon, es liegt hier nur so verklärt. Ja, guck mal. Und du spiegelst dich hier mit der Wunscherfüllung. Hier mit einer guten Nachricht. Hier kommt sie auch viel von außen mit, ne? Das ist dieses, wie nimmt man dich wahr? Für was hast du eingestanden? Wie bist du aufgetreten? Und die erlauben dir hier auch, dich in gewisser Weise irgendwo rauszunehmen oder es dir leichter zu machen. Es kann ja auch sein, dass du denkst, ich stehe hier mit allem alleine da, irgendwie hilft mir niemand oder ich muss mich immer wieder von Neuem aufbauen. Ja, das ist manchmal so. Unsere Lebensthemen, die können wir eigentlich nur alleine lösen. Man hat ja manchmal Personen mit, die spielen ein bisschen in unserem Lebensspiel mit. Aber sie sind am Ende nur die Leute, die uns herausfordern, an gewisse Sachen zu gehen, die wir uns erarbeiten. Die Konfliktkarte geht raus, das ist schon mal gut. Wir haben hier die schnelle Auflösung von Verstrickungen. Ich habe am beruflichen Bereich die Sonne dran, ne? Also alles, was hier ist am beruflichen Bereich, kann gut gelöst werden. Entweder ist es hier ein kompletter Umbruch oder eine Vertragsveränderung, die eben so gewollt ist. Für alle, die nicht arbeiten, sind es die Themen, an denen ihr arbeitet. Und es sind ja auch, weiß Gott, genug. Es sind die Kindertage, die Freundschaften, die Beziehungsdinge, die Finanzen. Also ihr habt schon alles mit am Arbeitsthema dran. Im Haus der Finanzen legt sich jetzt hier der Fuchs rein, ne? Hier dürft ihr klug sein bei allem, was ihr finanziell entscheidet. Vielleicht auch bei dem, was ihr ausgibt im Moment. Und da gibt es noch etwas, das sich auf einem anderen Weg im kleineren Bereich klären lässt. Ja? Wenn ihr hier in einer Partnerschaft seid, kann es sein, dass ihr und euer Gegenüber eine andere Vorstellung habt von irgendwelchen finanziellen Themen, dass hier auch manchmal zum Konflikt kommen kann, ne? So, das Schicksal bringt dir hier außer Herausforderung und einen Neubeginn noch die Blumen mit. Eine Situation, die dir irgendwie etwas mitbringt, was dir gut tut. Es kann sein, dass du hier auch Veränderungen im häuslichen Bereich so ein bisschen mit Schnitten verbunden klärst. Und dass du dir im Prinzip auch dein Umfeld so ein bisschen durchbürstest, ne? Was ist hier noch gut, was passt noch, was darf raus? Es geht auch darum, so Lebensblockaden zu überwinden, bei denen man immer wieder in die gleiche Richtung rennt. Und das steht jetzt hier auch an, ne? Für sich einstehen, sich streitbar machen, zu sagen, hier, nee, hier ist die gute Grenze. Das macht ja auch im Umfeld. Die Entscheidungen, die hier liegen, die haben ein bisschen eine Doppeldeutung, ne? Einmal ist es das finanzielle Fundament, das ihr euch hier erbaut und dass man die eigene finanzielle Größe auch leben kann, dieses ich versorge mich selber. Andererseits sind es auch Wege zur eigenen Größe aufzustehen, damit zu arbeiten. Ihr dürft in dem neuen Monat auch Hindernisse angucken, die mit dem Thema Liebe, Beziehung zu tun haben. Auf welches Fundament habt ihr da gebaut?
Und für einige sieht man hier auch, hier in diesem Bereich irgendwie so Themen, wo man sagt, so, mir reicht es jetzt hier, ich bin in Aufbruchsstimmung, ich brauche mehr Loyalität oder ich brauche mehr Unterstützung von einem Partner und das werdet ihr sehen. Das zeigt sich euch auf, ihr grübelt darüber nach. Es liegt hier aber sehr schön in der Veränderung drin, auch emotional, ne? Ihr könnt etwas anders sehen, es geht um den anderen Standpunkt. Mit dem Bär habt ihr, also der Bär ist bei euch sehr zentral auch zu sehen und ihr habt das Thema Genesung. Dieses Thema legt sich hier auf alle Lebensbereiche und auch auf tiefere Schichten. Und es geht auch so ein bisschen darum zu überlegen, für was bin ich würdig, ne? Die Bärenenergie, die zeigt auch auf, wo man überall Mut braucht und Größe und Erdung auch. Und wo man sich ein stabiles Fundament errichten kann. Auf diesem Boden man dann gutes Vertrauen hat, dass auch alles in eure Richtung irgendwie wirtschaftet. Natürlich, man sieht ja auch die Heilung von Vaterthemen, die spiegelt sich natürlich im Beruf immer über die Chefs oder über die Partner und. Ihr habt den Aal. Es geht um Energetisierung. Und das ist auch wieder sehr passend, denn der Aal, der hilft euch hier im Prinzip, dass ihr eure eigene Kraft leben könnt, dass ihr euch erfrischt fühlt, dass ihr vital seid, dass ihr Hindernisse überwinden könnt. Und er lenkt tatsächlich, das haben wir hier ganz am Anfang, die Situation auf den Lebensblues, den man in irgendwelchen Themen hat. Gifte, die von außen oder von anderen kommen. Und der hilft dir hier, diese Gifte auch abzulegen. Das kann ja vieles sein. Es gibt Personen, die sind neidisch auf euch, missgünstig, gierig. Alles, was irgendwie negativ wirkt. Und hier geht es um das für sich selber einstehen, für etwas brennen, eine Begeisterung, die man an den Tag legt, für die du auch dann die Kraft hast, wenn du sie brauchst. Und wo dich niemand aufhalten kann auf deinem Weg. Eine wunderschöne Legung, ihr lieben Zwillinge. Ich wünsche euch einen schönen neuen Monat. Ich drücke euch bis bald.